Möchtest du eine Tattoo oder deine erste Tattoo stechen lassen? Dann guck mal dieses Video weiter, weil dieses Video ist für dich. Ich bin Sophie, Tätowiererin, Mutter, bla bla bla. Und heute bin ich wieder hier in meinem Studio, weil ich habe etwas, das ich möchte mit dir reden. Meine erste Frage: Bist du sicher, dass du ein neues Tattoo haben möchtest? Oder bist du sicher, dass du deine erste Tattoo haben möchtest? Okay, denken wir, dass du sicher bist. Aber jetzt du hast keine Idee, was du stechen möchtest? Oder bist du eine Person, das möchte, dass alle deine Tattoos eine Meinung hat? Heute habe ich ein paar Tipps für dich, wenn du eine Tattoo haben möchtest, aber du weißt noch gar nicht was oder doch, aber nicht ganz. Ist egal. Diese Tipps sind für dich, wenn du einfach ein neues Tattoo haben möchtest. Tipp Nummer 1. Denk mal, in welcher Körperstelle du es haben möchtest. Zu diesem Zeitpunkt musst du nicht schon 100% sicher sein, wohin, aber ist immer gut, wenn du schon eine Idee hast, ungefähr die verschiedenen Stellen. Vielleicht du hast schon am gedacht, aber vielleicht geht auch im Knöchel hinten. Wie gesagt, musst du nicht 100% sicher sein, aber eine Idee ist immer gut. Die Position und alles von deinem Tattoo, du musst nicht sicher sein, aber ungefähr wie groß und wohin. Weil normalerweise, was ich mache, wenn sind kleine Tattoos zum Beispiel, ist die Kunde hat schon eine Idee, wie groß es sein soll und ungefähr wohin. Und an dem Tattoo-Termin, an dem Tag, wo wir stechen muss, dann ich klebe die Vorlage in verschiedenen Stellen, wo die Kunde gedacht habe. Und die Kunde kann im Spiegel gucken und entscheiden, welche Stelle gefällt besser. Tipp Nummer 2. Was ist der Tattoo-Stil, das du haben möchtest? Diese ganzen Sachen, über was ich spreche gerade, sind Sachen, dass du musst überlegen, nicht in den Beratungstermin, aber vorher. Du musst schon vorher bereit sein mit dieser ganzen Info. Wie gesagt, nicht alle 100%, aber eine Idee. Und dann bei der Beratungstermin kam mit dieser ungefähr Idee. Ne? Aber ich würde sagen, dass bevor du kommst, mach ein bisschen Google von die ganze Stil, das gibt's, so du schon eine Idee hast. Wenn die Tätowierer dich fragen, ungefähr welcher Stil. Normalerweise frage nicht, welchen Stil du haben möchtest. Ich frage manchmal, aber wir fragen, ob du eine Idee hast, wie in welcher Stil von Zeichen. Weil normalerweise nicht alle Kunden wissen, dass gibt zu viel verschiedene Stil. Wenn du mehr über das wissen möchtest, dann klick mal hier oben. Ich habe ein ganzes Video nur über das. Das ist nur, dass die Tätowierer ein bisschen von deinem Geschmack lernen kann. Ist einfacher, wenn wir sind auf der Zeichenprozess, wenn wir wissen, was du magst. Tipp Nummer 3. Ich habe schon über das ein bisschen gesprochen vorher, aber jetzt ein bisschen mehr darüber. Du musst ungefähr wissen, wie groß du es haben möchtest, weil wenn du ins Studio gehst und du bist sicher, dass du möchtest einen Preis zuerst wissen, wir müssen ungefähr eine Idee haben, wie groß du es haben möchtest. Du kannst nicht sagen, ich möchte ungefähr zwischen 10 und 20 cm, also oder 15 und 20 cm. Man denkt nicht so, aber wenn du guckst, ein Lineal ist zu viel. Und wenn du machst dein Vorlag größer, du kannst nicht so oder so groß machen oder so. Du musst alles proportional vergrößern. Alles, das du machen musst, dauert länger, ist größer geworden. Und dann, du musst auch wissen, wie viele Details es hat. Vielleicht hat zu viele Details, denn diese ganzen Details werden noch größer und dann dauert länger. Wir müssen ungefähr, du musst nicht sagen 20 cm, etwas. Und auch, ob du Farbe möchtest, ob du schwarz-weiß möchtest, alle diese Infos. Tipp Nummer 4. Die Elemente. Die ganzen Elemente, das du zusammenbringen möchtest, so du hast dein Finale, dein Ende-Projekt. Klar, wenn es zu kleine, bestimmt sind nicht so viele Elemente. Ich meinte zum Beispiel, sag mal so, du möchtest eine Chicano-Tattoo-Stil, ne? Du musst mir sagen, ob du möchtest diese La Catrina mit deinem Auto, so Pimp-Stil, Spielkarte. Du musst mir sagen, was du magst, weil dann, okay, du sagst mir, ich möchte Chicano-Stil. Dann ich mache eine ganze Kohle mit einem Auto, ein Gesicht von La Catrina und alles, dann sagst du mir, Ja, Sophie, aber ich mag keine Gesicht. Ich möchte kein Auto. Das sagt mir gar nichts. ja, dann habe ich die ganze Arbeit gehabt und dann magst du gar nichts, ne? Ein bisschen Idee haben. Ich habe eine Idee von einem Vogel oder was oder egal was, ne? Du verstehst, was ich meine. Aber wenn du kommst und bringst viele Ideen oder Referenz, ich mag das und das und das und das und das, das heißt nicht, dass ich benutze alles, aber hilf mir, wenn ich bin in der Zeichenprozess. Ich weiß schon, was du magst. Bring ein paar Elemente, das du dabei haben würdest und wenn du kommst, sagst du mir, welche Element von was du gebracht hast, gefällt dir besser. Tipp Nummer
5. Dieser Tipp ist sehr wichtig. Alle Tipps sind wichtig, aber dieser ist ein Punkt, das nicht viele Leute verstehen. Setzt du bitte dem Tätowierer nicht zu viel Einschränkungen. Lass die Tätowierer kreativ sein. Ich kann sagen, das ist nicht 100% immer, aber normalerweise, wenn wir alles diese Tipps zusammenbringen, ne, und wir machen alles richtig und wir gehen zu den Beratungen, die Tätowierer verstehen uns. Normalerweise, wenn du lässt die Freiheit, ne, für die Tätowierer kreativ zu sein, das Endezeichen wird immer schöner, als wenn die Kunde immer sagt, nein, du musst so machen, nicht so zeichnen, so zeichnen. Der Tätowierer ist der Künstler. Wir kennen unsere Arbeit und manchmal die Leute verstehen das nicht, weil wenn wir müssen deine Tattoo machen, ne, und wir sind in dieser Bubble, dass die Kunde lass uns nicht kreativ sein, ist schwer, dass du es magst, weil wenn du bist nicht ein Künstler, du kannst nicht diese Ende-Idee im Kopf haben. Vielleicht deine Idee geht gar nicht. Passiert auch viel, dass die Kunde hat nicht eine Idee und das geht nicht. Oder ob die Stelle ist nicht gut und bestimmt verblasst oder weil die Elemente sind zu viel für so ein kleines Tattoo. Gibt es viele Motive. Und normalerweise, wir haben schon immer die Knowledge. Und so oft passiert, dass wenn Kunde lässt uns kreativ sein, auch wenn die Vorlage schon fertig ist und die Kunde sieht das, er ist begeistert. Viele Kunden sagen mir, also ist nicht alle Kunden, gibt es viele Tattoos, das hatten so viele Details, sind zu viel groß und die Vorlage muss hin und her gehen zwischen ich und die Kunde, bis es fertig ist. Aber gibt es auch Kunden, dass wenn ich die Vorlage schicke, die sagen zu mir, boah Sophie, ich bin begeistert, weil ich habe nie gedacht, dass es wird so gut funktioniert, meine Idee. Verstehst du, was ich meine? Weil ist immer die Kundenidee, aber mit unserer Vorlage. Und du wirst bestimmt mehr zufrieden sein. Wenn du wissen möchtest, die 5. Frage, dass die Kunden mehr an mich fragen, dann klick mal hier. Ist auch ein cooles Video. Vielleicht ich antworte auch deine Frage. Wie immer, like dieses Video, teile dieses Video, so mehr Leute bereit sind für die erste Beratung oder zweites oder drittes oder nächstes Tattoo-Beratung. Abonniere meinen Kanal. Lass mir hier unten einen Kommentar, wenn du magst dieses Video, ob du noch eine Frage hast für mich und ich antworte in ein anderes Video. Bis nächstes Mal. Bye.